Es beginnt mit 4 Geschichten, die vergessen werden. Eine Nacht wie jede andere. 4 Mörserschüsse. 4 Todesurteile. An jenem 27. März im Jahr 1937. 4 Granaten fliegen über Madrid. Sie sind bis oben hin voll mit hochexplosivem Pulver. Pikrinsäure, Hagel, Schrapnell. Engel aus Stahl, die aufflackern. Über dem Campus der Universität. Und wieder befahren wir hirnverbrannt diese Straße. Mit voller Geschwindigkeit und auf dem Weg ins Nichts. Der Faschismus breitet seine Flügel aus über Europa. Und ich? Ich möchte dagegen anschreiben, will denen eine Stimme geben, die im Getöse zermalmt werden. To put it on the record. Und unter den Granaten tummelt sich das Leben. Da wäre Andres, 17 Jahre alt, Literaturstudent. Seit Wochen sitzt er auf dem Campus fest, im Schützengraben. Es ist sein erster freier Abend. Heute würde er sich seine Jugend zurückerobern. Er würde Carla an der Bar ansprechen und über seinen Schatten springen. Seinen kleinen, ängstlichen Soldatenschatten. Oder Alejandra, 61 Jahre, alleinerziehende Großmutter. Bis abends harrt sie aus an den Lebensmittelschlangen. Gleich daheim würde sie ihre Enkeltochter wecken, die Ziegenmilch, den halben Brotlaib, die Wurstscheibe herrichten. Und zum ersten Mal seit Tagen würden sie sich satt essen. Ja, es ist eine liebliche Nacht. Und selbst die Sterne funkeln ihr zu. Doch in Wahrheit sind es 4 Granaten über Madrid. Ihr Gehäuse aus Gusseisen, bereit zu zerbersten. Hungern sie nach Mauern, Menschenfleisch. Erreichen den Zenit ihrer Flugbahn. Über der Calle de la Princesa. Hitler, Mussolini, Salazar. Faschisten in ganz Europa beliefern Franco mit Waffen, während die demokratischen Länder stillschweigend zusehen. Wieder diese alten Hassmärchen, Völker, die Propaganda und Lügen schlucken. Dabei gibt es nur eine Geschichte des Krieges. Und die erzählt von Leid, Hunger, Flucht und Tod. Und unter den Granaten duckt sich das Leben. Die kleine Maria, 8 Jahre alt, kriegsweise. Den ganzen Tag hat sie in den Ruinen gespielt, Fassaden aufgeschnitten wie Puppenhäuser. Noch immer ist die Großmutter nicht zurück. Sie versucht ruhig zu bleiben, zu schlafen, damit der Hunger nicht mehr so beißt. Oder Pedro, 34, Architekt. 14 Stunden lang hat er Löcher gefüllt, Mauern gestützt, das letzte Holz verbaut, das diese Stadt noch zu bieten hat, um die Häuser zu verarzten. Nun am Feierabend stopft er sich seine Pfeife, um die Welt für einen kurzen Augenblick zu vergessen. Wären da nur nicht 4 Granaten über Madrid. Die Zündnadeln im Anschlag. Bereit, eine Hölle loszubrechen. Die Schwerkraft zwingt sie in den freien Fall. unaufhaltsam hinab in den Stadtteil Chambéry. Ich glaube an das Gute im Menschen. Will zu jener Gruppe gehören, die das ungehörte Grauen hinausbrüllt in die Welt. Damit es zukünftig verhindert wird, damit es nie wieder geschieht. Wir brauchen Journalismus dringender denn je. Ist nicht die Wahrheit die beste Waffe gegen den Krieg? Eine Nacht wie jede andere. Es kann sich nur etwas ändern. Es muss sich etwas verändern. Und 4 Menschen, die vergessen werden. Wenn nicht, sind wir hoffnungslos verloren. Und Andres, der die Bar betritt. Und Alejandra, die über die Sterne lacht. Und Maria, die aus dem Schlaf hochschreckt. Und Pedro, der ein Streichholz entzündet. Und eine Stille. Die brüllt. Da wäre noch eine 5. Geschichte.
Von einer jungen Frau, 28 Jahre alt. Reporterin aus St. Louis, Missouri. Ihr Name? Martha Alice Gellhorn. Es ist meine Geschichte, die an jenem Abend ihren Anfang nimmt. Hier, in diesem stockfinsteren Hotelfoyer, mitten im Herzen von Madrid. Disculpe, Señorita, no se puede fumar aquí. Bitte? Verzeihen Sie, aber in der Lobby herrscht leider striktes Rauchverbot. Oh, na dann. Sie erlauben, dass ich Ihnen mit dem Koffer behilflich bin? Normalerweise sind ja die Pagen zur Stelle, nur dieser Tage nun ja diese Schrapnellgeschosse, Sie wissen ja. Ihr erstes Mal in Madrid? Sagen Sie, dieses Donnern da draußen, sind das auch... Oh, no is nada, nichts weiter. Ich tippe auf Chambéry. Ganze 2 Blocks von hier, kein Grund zur Beunruhigung. Aber die ganzen Glassplitter von den Fenstern? Oh, die Handwerker wurden bereits informiert, no is nada, sorgen Sie sich nicht. Und die Risse an der Fassade, fast so, als würde das Hotel gleich in 2 Hälften brechen. Ach, die Dunkelheit, Señorita. Da wirkt alles gleich demoniaco. Nur ein wenig bröckelnder Putz. No is nada, ein Zeichen altehrwürdiger Reife. Hepp. So. Dann lassen Sie mich mal raten. Martha Gellhorn, verdad? Richtig. Bereits reserviert über Ihren Ehemann. Oh, er ist nicht mein Mann. Sí, claro, Ihr Freund. Senior Hemingway hat Ihnen jedenfalls die 107 gebucht. 3. Stock, Einzelbad, Panoramafenster und zur Nordseite hin angenehm ruhig. Angenehm ruhig. Kleiner Tipp noch, bitte stets die Fensterkippen, Wale. Zum Druckausgleich. Zum Wohl unserer Gäste. Sekunde. Wo haben wir ihn? Naja, hier noch die Zimmerschlüssel, Señorita Gellhorn. Willkommen im Hotel Florida. Und dann müssen Sie sich unbedingt noch das Museo del Prado ansehen. Vielleicht das bedeutendste Museum in ganz Europa. Zugegeben, die Kunstwerke wurden im November evakuiert, aber die Fassade, ja... Lass offen, José. Ich nehme den Aufzug. Conchita. Das hier, das muss runter in die Werkstatt. Oh, ist das... Sie, Signora, ein hässlicher kleiner Blindgänger. Und harmlos in jedem Fall. Kommen Sie, hier sind wir schon. Erzählt aus dem Gast im 7., das Biest hat ihm Fenster und Tür zerlegt, hat's bis ins Treppen ausgesauft und sich dann am Geländer verkeilt. Ja, und jetzt? Wird ein Lampenschirm draus. Conchita. Sehen Sie die ganzen Lichter hier im Flur? Conchita, por favor. Un poco de discreción. Vale. Lassen wir Señorita Gellhorn doch erst einmal ankommen. Wissen Sie, unser Nachtconcierge ist ganz verrückt nach Bronze. Ballistische Augen, daraus lässt sich eine Menge basteln. Sie werden müde sein. Kommen Sie. Alles in Ihrem Zimmer ist frisch bezogen und himmlisch. Carajo! Que coño! Señorita, está usted bien? Ja, hier drüben... Kommen Sie. Ja? Was? Lyditrauch, no is nada, nur etwas Säure. Alles in bester Ordnung. Was man von der 107 nicht behaupten kann. Die Toilette erwischt, die Kommode und... Das Panoramafenster. Sag ich nicht allen, sie sollen es kippen? Was ist so schwer daran, ein Fenster zu kippen? Aber immerhin das Bett ist heile. No is nada, morgen schicken wir die Handwerker. Und die Maurer, schau dir das Loch an. Hi. Oh. Noch mehr Panorama. Das Biest hat's offenbar komplett zerrissen. Schade um den Lampenschirm. Na, positiv sehen, wie gut, dass Señorita erst so spät eingecheckt hat. Ja, haben Sie denn noch ein anderes Zimmer? Ein anderes, oh ja, natürlich, da wäre... Conchita... Die 109 ist frei geworden.
ist sie. Aber Senor Williams. Hast du nicht die Anzeigen gelesen, José? No, Sí. oh, que perdida. Ja, sí. Also ja, die 109 können wir Ihnen anbieten. Allerdings noch nicht frisch bezogen. Und es würde Sie ein paar Pesete mehr kosten für die. Ein paar Pflege. Wegen der Lage nach Osten, Sichtschutz vor der Artillerie. Im Haus kursiert diese Theorie. Theorie, Conchita, Statistik. Die Zahlen belegen es. Ah, sí. Jedenfalls behaupten Sie, dass es dort zu weniger Einschlägen kommt. Ich nehm's. Vale, Conchita, würdest du? Sí, claro. Und das Gepäck von Senor Williams. Wie immer. Vale, ich werde dann mal die Umbuchung vermerken und den Checkout von Senor Williams. Ach, Conchita, frische Bettbezüge. Nehme ich von ihr. Da hatten wir ja Glück dieses Mal. Excelente. Buenas noches, Senorita Gellhorn. Gute Nacht. Ai. Würden Sie das hier kurz für mich halten, Signorita? Sicher, dass das Ding sicher ist? Sicher. Nur nicht obendran fassen. Sí, claro. Es gefällt Ihnen nicht, wie? Madrid, meine ich. Nun ja, nicht so wirklich. Ach, no es nada, das ist gar nichts. Im November, da hätten Sie mal hier sein sollen. Und die deutschen Junker haben hier ein örtliches Feuerwerk veranstaltet. Sie werden sich schon noch daran gewöhnen. Vermutlich. Und immerhin, man kann ja nur einmal sterben. Tagebuchnotiz. 2 Monate zurückgeblättert. Es war der 25. Januar 1937. Vaters erster Todestag. Ein Jahr schon dieses nicht mehr antworten, diese Leere. Sein ganzes Leben hat er als Arzt dem Wohl anderer gewidmet. Blicke ich da auf meine eigenen 28 Jahre, beschämt mich die Bilanz. Eine gescheiterte Affäre, 2,5 schlechte Romane und unzählige Artikel. Ich muss weiterschreiben, an etwas Großem, Sinnhaften und habe endlich eine Richtung dafür. Europa, Spanien, Ernest Hemingway. Werde den Jungs folgen. Auch wenn ich keinen Schimmer habe, wer diese Jungs eigentlich sind. Mit Pauken und Trompeten breche ich auf in den Krieg. 12. Februar, St. Louis. Die Reaktion meiner Freunde? Großer Gott, Martha! Das war's. Du wirst draufgehen. Ja, und für wen? Für was? 27. Februar, New York. Meine Abschiedsbriefe sind endlich auf der Post. Jetzt wird alles gut. Ich weiß endlich, was ich möchte. Unsere neue Anti-Faltencreme. Bitte 2 Stunden einwirken lassen. 28. Februar, Seele verkauft. Ein Artikel für die Vogue über die Schönheitsprobleme der Frau mittleren Alters. abends Hautausschlag im kompletten Gesicht. Was tut man nicht alles, um etwas Geld zusammenzukratzen für eine Überfahrt nach Frankreich. 2. März, Atlantik. Ich büffle etwas Spanisch. Soy periodista. Ich bin Journalistin. No disparen, estoy desarmada. Nicht schießen, ich bin unbewaffnet. Nach Madrid, Mademoiselle. Sind Sie lebensmüde? 22. März, Zwischenstation in Paris. Die ganze Stadt ist voll mit Exilanten. Nur, dass es die meisten in eine andere Richtung zieht. Möglichst weit weg von Hitler, Franco, Mussolini. Ich dagegen nehme den Zug runter bis zur spanischen Grenze. Votre billet, s'il vous plaît. Südlich von Andorra ist es nur ein Katzensprung. Keine Kontrollen. Nur ein Fußmarsch durch den Tiefschnee rüber nach Spanien. Danach weiter mit dem Zug. Su billete, por favor. 24. März. Barcelona. Auf der Rambla kreischt mir die Propaganda ins Gesicht. Die Gassen voll mit jungen Soldaten, Milizen aus ganz Spanien, England, Amerika. 26. März. Weiterfahrt über Valencia in einem viel zu engen Transporter. Die anderen Mitfahrer? 3 Ferkel aus Tarragona und 20 Hennen. Habe ich die Konservenkisten erwähnt?
Es wäre ein bitteres Ende, von 200 Kilo Marmelade gesteinigt zu werden. 27. März. Madrid. Pechschwarz kauert es vor mir in der Nacht. Von den Bergen her Lichtblitze, das Donnern der Artillerie. Es schmeckt nach Angst. Courage. Warum das alles, beginne ich mich nun doch immer häufiger zu fragen. Dieser ganze Weg, um mir selbst etwas zu beweisen? Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ich habe keinerlei Ahnung, was ein Krieg eigentlich ist. Lo siento mucho, Señorita, aber in den Presseclub der Brigade sind leider nur Korrespondenten geladen. Oh, das trifft sich. Ich bin Korrespondentin. Oh, mit Verlaub, Señorita, Korrespondentin. Da sind Sie ja. Na. Was ist los? Greifen Sie an? Oder soll ich das Stativ etwa alleine schleppen? Señor Capa, un momento. Sie meine ich nicht. Das Fräulein. Meine fotografische Assistentin. Ihre Assistentin? Na sicher. Hier. Würden Sie uns nun durchlassen? Sí, claro, Señor Capa. Danke. Sie heißen Kappa? Kappa. Wie der Robert Kappa? Wenn Sie nicht den anderen meinen? Ich habe sofort dieses Foto im Kopf. Vermutlich das berühmteste, was es vom spanischen Bürgerkrieg gibt. Der fallende Soldat. Kappa hat diesen Todesmoment auf Zelluloid gebannt, als ein einfacher Soldat von einer Kugel erwischt wird. Er taumelt nach hinten, seine Arme rudern durch die Luft. Doch ihnen bleibt nichts mehr zu greifen in diesem Leben. Ach das? Glückstreffer. Sie heißen Gellhorn, richtig? Ja, woher? Er hat von Ihnen erzählt. Ernest? Sie kennen sich? Wer tut das nicht? Ernesto hat mich auch dazu verdonnert, heute Abend Fotos zu knipsen. Leider Gottes bin ich ihm den Gefallen schuldig. Fotos von einem langweiligen Presseclub? Miss Gellhorn, willkommen in unserer Stierkampfarena. Wer von den beiden ist der Torero und wer der Stier? Nun, das da drüben ist Paul Allen, Starreporter der Times. Ernesto kennen Sie ja bereits. Pro Runde schreiben beide einen Absatz von etwa 100 Worten. Eine unabhängige Jury bewertet die Textabschnitte und wählt den Rundensieger. Und dieses Mal ist das Ernest Hemingway. Der Rundensieger, der entscheidet dann über die Menge an Brandy. Der Rundenverlierer trinkt doppelt so viel, versteht sich. Sie hauen die Köpfe zusammen und die nächste Runde beginnt. Das ist absolut hirnrissig. Warum zur Hölle tut jemand so etwas? Was weiß ich. Hauptsache, mein Pferd gewinnt. Moment, Sie wetten mit bei diesem Schwachsinn? Auf wen? Auf den Stier da natürlich. Auf La Guerra? Auf Ihre hässliche Visage, Mr. Allen? Und auf das Blut der spanischen Erde. Auf den alten Josef Stalin, seine Spione und auf Reporter wie Sie, Mr. Hemingway, die nichts nada darüber berichten. Hey, das gibt Probleme. Reichen Sie mir mal das Objektiv da aus dem Koffer. Das hier? Das andere da. Hier. Ja, danke. Verwackelt? Aber sehen Sie die Uniformgesichter da hinten? Ja. Sowjetische Redakteure. Stalins Augen, Stalins Ohren. Und vermutlich auch seine Fäuste. Herrgott, wie viele Runden geht dieser Wahnsinn denn noch? Naja, den leeren Flaschen nach zu urteilen, würde ich...
Worüber schreiben die eigentlich? Nee, scheiße. Ich schätze mal Guadalajara. Die Schlacht vor wenigen Tagen. Ernest hat gar nicht erwähnt, dass er in einer Schlacht war. War er auch nicht. Keiner der hier Anwesenden. Und erneut geht die Runde an Ernest Hemingway. Auf Ihre Pseudo-Objektivität, Mr. Allen. Auf dass Sie Franco in die Tasche spielen und dafür in der Hölle schmoren. Auf Ihren schlechten... Na, Schreibstil! Sie sind ein schlechter Reporter, Mr. Hemingway. Na endlich. Ernesto, bitte einmal für die Kamera. Ja, so sieht man sich also wieder. Oh, Muki, Teufel, lass dich drücken. Ja, setz dich besser, bevor du umkippst. Na, Kerper? Hi. Habe ich dir zu viel versprochen von dem Mädchen? Du hast behauptet, ihre Oberschenkel würden ihr bis zum Hals reichen. Oh, du Verräter, nein. Dass sie mutig ist. Nenn mir einen Teufelsweib aus den Staaten, die sich bis hierher traut nach Madrid. Dieser Paul Allen. Ich sag's euch. Ich habe schon Oscar Wilde besiegt, Blake und Dickens, zweimal unentschieden gegen Poe. Ja. Und irgendwann fordere ich noch das russische Schwerkampfgewicht heraus. Den alten Tolstoi. Heute Abend jedenfalls machst du selbst Goebbels keine Konkurrenz mehr. Fall mir nicht in den Rücken, Muki. Du kennst die Spielregeln noch nicht. Morgen, da zeige ich dir alles. Dann lernst du ihn hautnah kennen. La Guerra, den Krieg. Und es lebe die Brigade, rumbala, rumbala, rumbala. Und es lebe die Brigade, rumbala, rumbala, rumbala. Die uns führen wird zum Siege, High Carmella, High Carmella. Die uns führen wird zum Siege, High Carmella, High Carmella. Der erste Morgen. Ich warte im Foyer stundenlang. Nur Damen, leicht bekleidet, strömen aus dem Hotel. Alle Korrespondenten schlafen noch. Zum Frühstück erwarte ich eiserne Rationen. Eier, Speck und sogar noch etwas Schokolade. Bedien dich, Muki. Himmel, woher hast du das alles? Privatvorräte. Muss ja auf meine Linie achten. Schließlich brechen wir auf. Ich rechne mit allem. Maultiere, Esel, Fußmärsche durch Sümpfe. Ein Auto? Als Amerikas Nummer 1 Korrespondent. Himmel, wie viel zahlen sie dir? Kommt ganz auf die Textlänge an. 500, manchmal 1000. 1000 Peseten? US-Dollar. Laus, davon kann hier eine Familie ein Jahr lang überleben. Andere Welten, andere Sitten. Vamos! Und wir kämpfen gegen Franco, rumbala, rumbala, rumbala. Und wir kämpfen gegen Franco, rumbala, rumbala, rumbala. Gegen Söldner und Faschisten, High Carmella, High Carmella. Gegen Söldner und Faschisten, High Carmella, High Carmella. Mittag. Nur wenige Gehminuten von der Shoppingmeile entfernt liegt die Front. Der Park im Universitätsviertel ist zerfurcht von Schützengräben. Hier treffen wir erneut auf Ernesto, amigo! Kerpa, Canalla! Ach, wie schön. Das Stativ steht bereit. Gut. Na, dann gib sie mal her, die Filmkamera. Oh je. Ernesto. Wie viele Gefallen ist dir der arme Kerl denn schuldig? Nun, er hat eine Schwäche fürs Spiel. Das ist Pech für ihn, Glück für mich und meine Doku. Alle Soldaten haben sich für den Dreh in Schale geschmissen. Bunte Decken über den Maschinengewehren, Filmplakate über blutbespritzten Wänden. Darüber damit, ja? Und aufpassen, das war teuer. Während Ernest seine Statisten herumscheucht, entdecke ich ein vertrautes Gesicht.
Oh, Verzeihung. Senorita Gellhorn. José, was tun Sie denn? Oh, nada. Sie müssen wissen, Senorita, unsere Hotelgäste lassen ab und an ein paar Dinge zurück. Wenn sie mal früher abreisen oder wenn sie... Bueno. Sind das Schallplatten? Sie, der gute Senor Williams hat uns eine exzellente Kollektion hinterlassen. Und da unsere Jungs hier Tage und Wochen mit Warterei verbringen, ja, da dachte ich... Aber das bleibt doch gewiss unter uns. Sicher. Muy bien. Ah, Senorita, hören Sie nur, Musica Americana. Oh, das scheint den Faschos da drüben nicht zu schmecken. Oh, no es nada. Früher oder später wird die Propaganda untergehen. Wahre Kunst jedoch wie La Musica wird für alle Ewigkeiten... Esos malditos hijos de puta! Que te calles! Nur die Ruhe! Disculpe. Da drüben versteht doch immerhin niemand Spanisch. Das sind alles Mauren, Francos Kanonenfutter. Basta, ja? Disculpe. Das bleibt aber bitte unter uns, ja? Bei all dem Barbarismus nützt doch der beste Anstand nichts. Man muss auch seine Privatseiten ausleben, sonst werden sie irgendwann locker. Komplett verrückt. Kopf runter! Die Hände, ich schlage vor, wir brechen unverzüglich auf. Vamos, Senorita, Senor Capa. Ja. Aber es geht doch gerade erst los. Das passt schon, Muki. Haben genug im Kasten. Aber... No, Senorita, an einem so schönen Tag verlieren wir doch keine Americanos. Los jetzt. Schadet nur der Moral und der Wirtschaft. Wir erstreben nur das eine, rumbala, rumbala, rumbala. Wir erstreben nur das eine, rumbala, rumbala, rumbala. Den Faschismus zu bekämpfen, ay Carmela, ay Carmela. Den Faschismus zu bekämpfen, ay Carmela, ay Carmela. Abends im Hotel. Die Korrespondenten beginnen mit ihrer Arbeit. Die meisten lauschen den 5-Uhr-Nachrichten des Verteidigungsausschusses, übersetzen den Text in ihre jeweilige Landessprache und Ideologie und ab damit an die Telefonica, die Zensurbehörde und einzige Kommunikationsleitung raus aus der Stadt. Später dann in der Lobby. Journalisten aus den reichsten Ländern der Welt mit spanischen Mädchen aus den ärmsten Familien der Stadt. Oder wie Ernest sie nennt. Putas de Batalla. Ja, hier läuft der Geschichtenerzähler zu Höchstformen auf. Da explodiert diese Granate so dicht neben uns, dass es uns die Ohren 2 Meter tief ins Hirn treibt. Martha will, dass wir uns in Sicherheit begeben, aber ich nur nichts da. Die Aufnahme ist Gold. Ihr erstes Mal, müsst ihr wissen. Also vorne an der Front, meine ich. Eine waschechte Feuertaufe. Großartig, was, Muki? Die Totale im Schützengraben. Und jetzt stell dir diesen Kommentar dazu vor. Und jeden Morgen hagelt es Damoklesschwerter. Der Geruch von Tod in allen Gassen. Doch die Verteidiger von Madrid weichen nicht zurück. Durch ihr Blut weihen sie die spanische Erde. Was? Was ist denn? Das ist furchtbar pathetisch. Es klingt fast wie Propaganda. Es wird Millionen Amerikaner in die Kinos locken. Ja. Die sollen endlich kapieren, wofür die Leute hier kämpfen. Die sollen die Brigade, die Zweite Republik mit ihrem Geld zuscheißen. Das wird Leute mobilisieren, endlich was aus ihrem Leben zu machen. Weißt du was?
Heute Morgen vor dem Hotel habe ich eine junge Mutter beobachtet, wie sie über die Straße lief, ihren kleinen Jungen fest an der Hand. Ich hab's nur aufblitzen sehen. Ein kleines Stahlstück von einer Granate, heiß und spitz. Ja. Und der Junge hing auf einmal leblos da. Sie stand mitten auf der Gran Via, hielt seine Hand fest, schaute und stand ohne Regung, weil sie es nicht begreifen konnte. Und hinter ihr im Schaufenster hing ein Plakat: Iris de Madrid, verlass die Stadt. Ja, alles nada. Laus, bitte, nicht jetzt. Warum schreibst du nicht darüber, was hier wirklich los ist? Schreib du es doch, Muki. Wo sind sie, deine ganzen Artikel? Ich bin dran. Ich brauche nur noch eine Quelle. Jetzt hör auf damit. Du weißt nie, was der Morgen bringt. Krieg, Muki, das heißt Religion, Opferblut. Die Leute müssen an was glauben. Sei es Vaterland, Mutter Erde, Heldensöhne, ja, irgendwas. Sonst drehen sie durch. Wahrheit ist was für verdammte Philosophen. Ich bin Schriftsteller. Mich interessiert nur der Kampf. Unsere Revolte gegen das Nichts. Gegen tote Götter. Ist das nicht Poesie? Okay. Du bist widerwärtig. Geheiligtes Nada. Ja, du nichts bist im Nada. Lass das. Dein Nada komme. Dein Nada geschehe. Ich warne dich. Unser nichtsnutziges Nada gibt uns weiter. Laus. Denn nichts ist das Nada. Und die Nichtigkeit im Nimmermehr. Amen. Mr. Allen? Mr. Allen, sind Sie da? Oh, nicht abgeschlossen. Oh, Conchita! Signorita Gellhorn! Verzeihen Sie, aber ich dachte, das hier Paul Allen. Ich habe ihn seit Tagen nicht mehr in der Lobby gesehen und... was tun Sie hier eigentlich? Nun ja, das Zimmer säubern. Ah, und auch den Inhalt seiner Koffer? Conchita? Conchita! Bien. Machen wir ein Tauschgeschäft. Ein Geheimnis gegen ein anderes? Gut. Okay, ich zuerst. Dieser wohlhabende Amerikaner. Wie haben Sie es angestellt? Was angestellt? Na, ihn rumgekriegt. Was? Ach nein, Ernest und ich sind nur Freunde. Sí, claro. Doch. Wir haben uns vor ein paar Monaten in einer Bar kennengelernt. Key West, Florida. Er hat mir von Spanien erzählt, dass er dort für die großen amerikanischen Zeitungen schreibt. Mich gefragt, ob ich mit will, weil ich doch auch Reporterin bin und... Weil Sie außerdem groß sind, blond und sehr hübsch. Ja, worauf wollen Sie hinaus? Dieser Hemingway ist ein Prachtfang. So einer, der schließt dir die Tore zur Welt auf. Ja gut, es reicht. Ich bin dran. Paul Allen und Sie hatten ein Verhältnis? Nie de coña. Als Zimmermädchen, da gibt es hier im Hotel nur allerlei zu tun. Alles zum Wohle unserer internationalen Gäste. Süßes Lächeln, übertriebener Akzent. Ah, aquí está. Im Kopfkissen also. 50, 100, 200... Sauen Sie nicht so. Signor Allen ist mir ein kleines Sümmchen schuldig. Ich hole mir nur zurück, was mir zusteht. Plus Trinkgeld. Wo ist er denn? Was weiß ich? Gäste, Prostituierte, todo va y viene. Sie kommen, verschwinden wieder, weil sie weiterziehen, weil sie zu laut waren. Möchten Sie mehr erzählen? Wir können uns an einem sicheren Ort treffen. Natürlich bleiben Sie als Zeugin anonym. Damit die mich auch kalt machen? Für Sie ist das hier nur ein Detektivspiel. Dabei könnten Sie es sich leisten, überall Besseres zu sein. Ich dagegen, ich werde mein ganzes Leben festsitzen in dieser besissenen Stadt. Wisse Türklinken, Luce Svenze, tue alles, um die Familie irgendwie durch die Woche zu bringen. Und dieser Akzent? Glauben Sie, ich könnte es nicht besser? Aber hätte ich nur ein paar Pesetten mehr in der Tasche dann. Adios, bastardos, me piro America.
Wir sind beide Mätressen, abhängig von diesen Idiotas. Nur dass Sie im Gegensatz zu mir die Wahl haben. Nutzen Sie diesen Ernesto, solange Sie ihn brauchen. Und wenn Sie es irgendwann geschafft haben und unabhängig sind, Independiente, dann denken Sie an Frauen wie mich, die vielleicht nie eine solche Chance bekommen werden. Die spielen hier immer noch dieselbe Platte. Abend für Abend für Abend. Ich hatte einen guten Freund, mit dem saß ich hier sehr oft. Das Vinyl, das ist inzwischen so zerkratzt, dass... Warten Sie. Gleich kommt's. Ah. Ja, mal schade. Ein wundervoller Song eigentlich. Nur um das direkt klarzustellen, ich hoffe, das ist kein Date hier oder so. Nein. Ich will doch nichts von Ihnen. Okay. Aber warum denn dann die Einladung? Wir kennen uns ja kaum. Na eben genau darum. Sie erinnern mich an jemanden. Sagen Sie Gellhorn. Das klingt nicht wirklich amerikanisch. Ja, mein Vater war deutsch-jüdischer Arzt. Er ist dann in die Staaten ausgewandert. Interessant. Ich habe nämlich auch jüdische Wurzeln. Ach. Ja, allerdings aus Ungarn. Kepper ist nur mein Künstlername. Naja, eines Tages, da habe ich beschlossen, mir diesen amerikanischen Fotografen zu erschaffen. Weil sich meine Fotos dann besser verkaufen und siehe da, sie verkaufen sich. Und Ihr wirklicher Name? Gibt's nicht mehr. Nur noch Kepper. Verstehe. Ja. Und Sie? Ich finde, Sie sehen nicht aus wie eine Martha. Eher wie eine Martotschka. Martotschka? Oh. Ja. Oh, ich weiß ja nicht. Doch, Sie haben sowas leidenschaftlich Russisches. Martotschka. Steht Ihnen gut. Warum tun Sie das? Mich aufheitern. Kennen Sie das nicht? Sie treffen jemanden und das fühlt sich dann so an, als würden Sie sich bereits vertrauen. Wenn Sie mich so gut kennen, dann wissen Sie auch, dass ich hier völlig fehl am Platz bin. Quatsch. Nein, es war ein Fehler, nach Spanien zu kommen. Warum? Ich bin hier zu nichts mehr nütze. In den Staaten habe ich über die Depression geschrieben. Ein ganzes Buch voll mit Artikeln. The Trouble I've Seen. Ich habe einfach alles festgehalten, was ich sah. Kein Problem. Aber hier... Ja, seit Tagen kein einziger geistreicher Satz. Nichts, nada. Ich habe keine Ahnung vom Krieg, von Schlachten, Strategien. Alles, was ich sehe, sind die Menschen auf der Straße. Wie sie ihr Leben bestreiten, trotz aller Widrigkeiten. Ja, aber das ist doch keine Story. Sagt wer? Die Reporterpfeifen in Florida? Passen Sie auf. Bei Zahl fahren Sie morgen zurück in die Staaten, ja? Und bei Kopf, da scheißen Sie auf deren Meinung und akzeptieren endlich, dass Sie eine Reporterin sind. Einverstanden? Das ist purer Zufall. Es gibt keine Zufälle. Also, was haben Sie zu verlieren? Ja, gut. Und? Wozu rät Fortuna? Kopf natürlich. Hey, jetzt geben Sie schon. Alberne Taschenspielertricks. Sehen Sie? Oh. Das Schicksal will, dass Sie hier bleiben und mir meine Münze wiedergeben. Danke. Wissen Sie, Vater hat mit uns auch immer diese Münzspiele gespielt. Aha. Ja, eines davon hieß, 1 Penny für die Wahrheit. Na, zu Hause am Esstisch war es verboten, Sätze anzufangen mit X hat gesagt oder Y behauptet.
Ja, er wollte nicht, dass wir einfach nur nachplappern, was die Leute so sagen. Ah, kluger Papa. Ja, wir durften nur über Dinge reden, die wir mit eigenen Augen gesehen oder selbst erlebt haben. Und wenn wir ihm etwas erzählt haben, das besonders interessant war oder ihn zum Lachen gebracht hat, dann gab es ein Penny dafür. Und wer hatte am Monatsende das fetteste Sparschwein? Na, raten Sie mal. Oh, also langsam nerven Sie damit. Prima. Bei Zahl sind Sie mich nämlich auch schon gleich wieder los. Und bei Kopf, da tanzen wir eine Runde. Und danach schreiben Sie endlich Ihren Artikel. Über die Leute hier in Madrid. Ja, gut, meinetwegen. Wissen Sie was? Wir lassen das. Sie wollen es nicht wissen? Ich weiß es bereits. Hä? Na, was ist, Kepper? Na, kommen Sie! Und ich schreibe wieder. Über das, was ich sehe, was mich bewegt. Scheiße auf die Meinungen der anderen und kaple meine Texte rüber nach New York an die große Zeitschrift Collier's Weekly. Prompt führen sie mich als ihre Korrespondentin auf. Der Bann ist gebrochen. Ich bin endlich keine Touristin mehr, sondern das, was ich sein will. Eine Kriegsreporterin. Nach der Zeit in Madrid bereise ich die Kriegsgebiete Europas, sammle so viele Passeinträge und Länder, wie ich nur kann. Der Journalismus wird für mich zum Passierschein. Endlich kann ich gehen, wohin ich will, wann ich will, schreiben, worüber ich will. Ein Erste-Reihe-Ticket im großen Spektakel Zeitgeschichte. Aber auch mit über 30 Lebensjahren bist du nicht gefeit vor Dummheiten. Na los! Ja gut, danke Leute. Ich glaube, es haben alle verstanden, oder? Gut. Ja, Ernest hat so lange gebettelt, bis ich ja gesagt habe. Ja, nicht aus Liebe, aus Neugier. Weil ich wissen möchte, ob sie dich dann respektieren mit so einem Ring am Finger. Weil ich Bücher schreiben will, die etwas verändern. Und wer könnte dir das besser beibringen als Ernest Hemingway? Ja gut, Ernest jedoch versuchte mir das Fernweh auszutreiben, kauft uns eine Finca auf Kuba und verwandelt unser neues Zuhause in ein Museum aus Jagdtrophäen. Zum ersten Mal erlebe ich den Maestro bei der Arbeit an seinem Roman »Wem die Stunde schlägt«. Merkwürdige Sache. Die Ehe. 2 Menschen beschließen, dass sie zu bestimmten Zeiten in bestimmten 4 Wänden etwas Bestimmtes voneinander erwarten. Ich merke ziemlich schnell, wie mich das erdrückt. Ich muss raus, mich in die Welt stürzen. Denn meine Stunde hat noch nicht geschlagen. November 39, Helsinki. Martoczka. Immer da, wo die Scheiße am Dampfen ist. Oder sollte ich inzwischen sagen, Mrs. Hemingway? Untersteh dich. Warum hast du nie auf meine Briefe geantwortet? Wozu auch? Muss ein einsames Eheleben sein für den armen Ernest. So oft wie wir uns in irgendwelchen Kriegen begegnen. Nicht du auch noch. Damit liegt er mir ständig in den Ohren. Na bitte. Von hier aus siehst du das Ausmaß. Ach, die ganze Hochschule brennt wie Zunder. Ach, da vorne liegt schon der Erste. Ziemlich übel. Besser, wir machen einen Bogen. Ich schau nie weg. Wäre aber gesünder. Manchmal. Hey, wer die Wahrheit nicht verträgt, sollte keine Reporterin werden. Ganz wie du willst. Hier entlang. Okay. Ja. Genau wie damals. Ein Körper, Restkörper, Körperbrocken. Rabenschwarz. Dampfend. Vollständig verbrannt, Kopf und Arme zu Asche zerfallen. Nur noch Beine wie Holzscheite, mit dampfenden Sohlen. Der einzige Hinweis, dass das mal ein Mensch war. Genau wie damals. Madrid,
Nicht mal 3 Winter ist es her. Martotschka, alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Ja. Wann denkst du, hört das endlich auf? Aufhören. Was? Nichts. Das klang gerade nur, als würdest du das ernst meinen. Wenn nur diejenigen, die die Bomben werfen und die es befehlen, mal hier unten wären, sehen würden, wie das ist. Glaubst du wirklich, das hier wird je etwas ändern? Muss es. Je mehr Menschen auf der Welt davon erfahren, desto größer die Chance. Siehst du das hier? Ja. Ja? Meine kleine private Fotosammlung. Der lag in Madrid. Die Füße zu Staub zerfallen. Der in Wuhan, der ganze Unterleib nur noch Asche. Und der in Neapel, nur noch der Kopf übrig. Ich könnte ein ganzes Quartett befüllen. Es una cosa muy seria. Ein hartes Business. Exactamente. Es wird nie aufhören, Martotschka, niemals. Dafür mache ich diesen Job schon viel zu lange. Du glaubst doch nicht wirklich, alles, was wir tun, ist sinnlos. Nur, dass es sinnlos ist zu hoffen. Glaub mir, irgendwann erstickst du daran. Wir sehen uns, Martotschka, beim nächsten Angriff, im nächsten Krieg. Uns werden die Konflikte schon nicht ausgehen. Wusste ich, dass du auf deinem Boot bist. Laus, das ist nicht zu fassen. Die haben mir abgesagt. Koyas. Jahrelang habe ich mich für die Wund geschrieben, auf diese Invasion hingearbeitet. So, und jetzt hör dir das an. Mai 1944. Sehr geehrte Mrs. Gellhorn Hemingway, bla 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 bla, wir bedauern zutiefst, bla 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 bla. Aber das US-Militär erlaubt nur einen Korrespondenten pro Zeitschrift und wir haben unseren Spitzenplatz bereits vergeben. Dieser beschissene Altherrenverein. Oh! Freut mich auch, dich wiederzusehen, Darling. Wo warst du die letzten Nächte? Ach, Herr Werner, Frischluft schnappen. Apropos, das stinkt bestialisch. Fischreste für die Katzen. Ja, doch, ja. Ihr kriegt gleich was. Wenn auch nicht alles auf einmal. Müsst ihr was zu beißen haben, wenn ich weg bin, ja? Oh, schon wieder U-Boote jagen? Als ob du je einen Nazi vor die Harpune kriegst. Und ob ich das habe. Aber du warst ja nicht hier. Laus, lass das schmollen. Bitte, ich brauche deine Hilfe, bevor du morgen ablegst. Der Chefredakteur von der Times... Nichts da. Aber ihr kennt euch. Du hast deine Privatnummer, nur einen Anruf. Vielleicht haben die ja noch Platz für mich. Muki, jetzt akzeptiere, dass es einfach mal nicht klappt. Laus. Lausi Maus. Bitte. Bitte, 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 bitte. Oh Mann, du willst doch auch, dass deine Ehefrau glücklich ist. Frei. Ach ja? 6,5 Monate. Ständig Briefe, dass du zurückkommst, dann doch nicht, dann vielleicht, dann wieder nicht. Und jetzt? 2 Wochen. Nicht mal 2 Wochen hältst du es aus hier auf Kuba. Ich weiß doch, Laus. Gelobe Besserung. Aber die Invasion ist nun mal jetzt. Schluss damit! Ich werde nicht anrufen. Seit du das letzte Buch fertig hast, weißt du nichts mehr mit dir anzufangen. Du trinkst und bist ständig betrunken. Oh, du willst Vorwurfskarussell spielen? Ich will, dass du endlich wieder rauskommst. Du musst zurück nach Europa. Über das schreiben, was alle angeht. Ein paar Nazis jagen, aber echte, keine Phantome. Alles besser, als diese Armada hier zu züchten. Katzen mit 6 Zehen an der Pfote. Polydactylie. Es sind Mutanten. Letzten Sommer waren es erst 2 und jetzt? Die Seeleute schwören drauf. Sie sollen Glück bringen. Sie widersprechen nie, sind da, wenn man sie braucht. Jetzt fährt euch weg! Drecksmöwen! Laus,
Klaus, ich weiß nicht, wie ich dir das klar machen soll. Ich halte es nicht aus, hier herumzusitzen, während sie in Europa um alles kämpfen. Diese Invasion, das ist vielleicht das größte Ereignis, über das ich je in meinem Leben schreiben werde. Die vergangenen 2 Wochen habe ich mich einsamer gefühlt als das letzte halbe Jahr in deiner Abwesenheit. Du vögelst dich durch die Stadt, versprichst Nähe und bist doch nie da. Ich bin dir keinerlei Gefälligkeit schuldig. So ein Raubein bist du nicht. Nur weil du ständig den Leuten diese Kruste vorführst, deine Gefühle versteckst, nicht ertragen kannst, dass deine Ehefrau etwas Sinnvolles mit ihrem Leben anstellt, während du dich hier zu Tode säufst. Das darfst du nicht. Niemals. Ach ja? Ich bin der Mann, du die Frau. Die Frau, die sich morgen um Haus und Katzen kümmert, während ich in den Flieger steige. Du fliegst? Wohin? New York, England und dann zum D-Day. Was? Ihr sollt euch verpissen! Drecksmöwen! Du siehst, Muki, ich folge längst deinem Rat. Ich habe mich beworben und wurde genommen. Bei Colliers. Was? Ja, ganz recht. Dir haben sie abgesagt, weil sie mir zugesagt haben. Die haben dir? Oh, und jetzt schau es dir an. Blitzblank leer gefuttert, die kleinen Fressmäuler, ja. Hier, wisch die Näpfe sauber, ich muss packen. Denk dran, 2 Mahlzeiten täglich. Und wenn dich meine leeren Whiskyflaschen stören, fühl dich frei aufzuräumen. Ernest nimmt einen der letzten Flieger rüber nach Großbritannien. First Class. Flugzeit 7 Stunden. Und ich? Verdammt, ich lasse mir diese Invasion nicht nehmen. Über meine Kontakte bekomme ich den einzigen und letzten Passagierplatz auf einem Schiffskonvoi, der Munition über den Atlantik schippert. Die Überfahrt dauert 18 Tage. Ein Fischkutter ohne Rettungsboote, beladen mit hunderten Tonnen Dynamit. Ach, scheiß drauf. Aufwachen. Danken, dass wir noch nicht explodiert sind. Es bräuchte nur einen winzigen Funken. Was gäbe ich jetzt für eine Zigarette? Kreise drehen auf Deck. Morgen, Mrs. Hemingway. Morgen, Mrs. Hemingway. Ausschau halten. Nach dem Horizont, einem anderen Schiff, irgendwas, woran sich der Verstand festbeißen kann. Aber da ist nur Nebel. Immer nur Nebel. Mittags. Visite beim Captain. Die üblichen Kommentare. Ja, ist eine Zickzack heute, wegen die deutsche U-Boote. Abends vor der Schreibmaschine. Liebster, wenn unsere Beziehung ein Film wäre, wie gerne würde ich ihn nochmal zurückspulen, nochmal auf Anfang, du und ich in Key West, alles neu, alles zum ersten Mal. Oh. Schlafen, wieder aufwachen, fluchen, dass wir immer noch nicht explodiert sind. Oh, es bräuchte nur einen winzigen Schlag. Oh, Teufel, was gäbe ich jetzt für eine Zigarette? Kreise drehen. Morgen, Mrs. Hemingway. Morgen, Mrs. Hemingway. In den Nebel starren. Nur Nebel. Immer nur Nebel. Der Captain schon wieder. Na, ist eine Zickzack heute, wegen die Liberty-Schiffe. Liebster, wenn unsere Beziehung ein Film wäre, wie gut und gerne würde ich ein Streichholz dran halten. Welch fulminantes Feuerwerk. Schlafen. Verdammt sein, aufzuwachen. Wenn ich nur eine Zigarette hätte. Eine kleine Zigarette und alles wäre vorbei. Nicht mehr aufs Deck gehen. Unerträglich dieses. Morgen, Mrs. Hemingway. Morgen, Mrs. Hemingway. Im Nichts festhängen. Nebel. Immer nur Nebel. Liebster, wenn unsere Beziehung ein Film wäre, wird mir schlecht beim Zuschauen. Ich bin es satt, mich in die Rolle der Ehefrau drängen zu lassen. Teufel, das ist mein Leben. Ich will atmen können, frei sein, das Leben auskosten bis ins Mark. Schlafen. Viel zu spät aufwachen. Wieder der Captain. Ja, ist eine Zickzack heute, wegen die Eisberge. Eisberge?
Tatsache. Der Nebel hat sich gelichtet. In der Ferne kann ich sie erkennen. Der eine, wie eine weiße Taube aus Eis, die tot auf dem Wasser treibt. Und dahinter ein Streifen. Ah, ja, das ist die Küste Englands. Gottverdomme. Da sind wir also, Mrs. Hemingway. Gellhorn. Verzeihung, aber ich muss darauf bestehen. Ich heiße Gellhorn. Ankunft in London. Die Korrespondenten begießen die anstehende Invasion. Ich höre von meinem Ehemann und seinem Unfall auf dem nächtlichen Heimweg. Die Kurzfassung? Mehrere Flaschen Whisky und ein stählerner Wassertank, der sich, ohne sich von der Stelle zu rühren, heimtückisch vors Auto wirft. Der brillante Schriftstellerschädel zieht den kürzeren. 48 Nadelstiche später treffe ich ihn in einer Londoner Klinik, den Kopf gehüllt in einen Turm aus Verbänden. Okay. Du hier. Wie zum... Was denn? Das ist so witzig, ne? Oh, einen schicken Turban hast du. Lach nur, Muki. Als Ehefrau bleibst du unübertroffen. Oh, aber, Darling, das ist doch nur eine Fleischwunde. Nicht anfassen. Roter Lippenstift am Verband. Oh, von dem Fräulein, das mir gerade entgegenkam. Oh, wie heißt sie doch gleich? Ah, sag nix. Warte, ich hab's gleich. Mary Welch. Jung, blond. Reporterin, oh, genau dein Typ. Muki, was willst du? Kommst du über den großen Teich nur, um deinen Ehemann, der fast draufgegangen wäre, zu demütigen? Warum Colliers? Jede Zeitung, jedes Schmierblatt, die beschissenen New York Times. Alle hätten dich genommen. Alle reißen sich um den weltberühmten Schriftsteller Ernest fucking Hemingway. Ich meine, Colliers, das ging dich immer einen Dreck an. Okay, und wag es zu behaupten, das sei aus Rücksicht geschehen vor den Kollegen der Times. Alle werden berücksichtigt. Alle, außer deiner scheiß Ehefrau. Darum die Überfahrt? Um mir das in mein zerstampftes Hirn zu brüllen? Ich will die Wahrheit hören, Ernest. Ich kann nicht ohne. Dann finde dich ab mit der Wahrheit. Die Pressestelle der US Army gestattet keine Frauen an der Front. In wenigen Tagen rücken wir aus. Ich vorn mit dabei, während du hier in London versauerst. Du wirst hier nicht gebraucht, Muki. »6. Juni 1944. Später Abend. Ich habe mich auf einer Bordtoilette eines Lazarettschiffs versteckt. Heute Morgen war ich noch auf der Pressekonferenz, als sie gesagt haben, dass es losgeht. Die große Invasion. Der Vater aller D-Days. Den ganzen Tag über habe ich Menschen auf der Straße interviewt, nur um irgendetwas zu tun, um nicht verrückt zu werden, während die anderen vorne an der Normandieküste kämpfen. Ich habe es nicht ausgehalten, bin rausgefahren zu den Docks, habe den Wachposten vorgegaukelt, dass ich eine Reportage schreibe über die Krankenschwestern hier an Bord
und mich so auf dieses Schiff geschmuggelt. Tja, und jetzt sind wir tatsächlich ausgelaufen. Vor Richtung Omaha Beach. Es gibt kein Zurück mehr. Guten Morgen, Schwester. Sind Sie okay? Ja, Frau Doktor. Alles in Ordnung. Es kam eben die Meldung rein. Die beiden Lazarettschiffe vor uns, die sind wohl auf Minen gelaufen. Aber aller guten Dinge sind... Naja, Sie wissen ja. Und plötzlich sind wir mittendrin. Die Invasionsflotte. Es kann einfach nicht sein. Es ist unmöglich, dass es so viele Schiffe gibt. Der größte Marinestau der Geschichte. Eine gigantische, schwimmende Stadt, die hier vor der Normandie ankert. Hunderte Zerstörer, Transporter, Schlachtschiffe und Ladungsboote. Sperrballons, so weit sich der Himmel erstreckt. Okay. Dann bringen sie die ersten Verwundeten an Bord. Uns bleibt keine Zeit mehr zum Nachdenken. Noch eine. 4 Ärzte, 6 Krankenschwestern, 14 Pfleger. Okay. Und 400 Verwundete. Schwester? Ja. Einen Schluck Wasser für den Jungen. Schwester? Ja. Den Knieschuss runter in den OP. Schwester? Ja. Die Plasmaflasche überwachen. Schwester, Ja. machen Sie sein Bein frei. Ja, Frau Doktor. Die Stiefel aus, na los, etwas Tempo. Okay. Achtung. Gott, Entschuldigung. Scheiße, Sie reißen mir den gottverdammten Fuß aus. Himmel, sehen Sie denn nicht? Das Bein des Mannes ist fast abgetrennt. Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Offensichtlich. Natürlich können Sie. Los. Nein, bitte. Ich kann das wirklich nicht. Wissen Sie, Ruhig. Beruhigen Sie sich. Durchatmen. Los, atmen Sie mit mir. Ein und wieder aus. Und nochmal. Ein und wieder aus. So. Und jetzt kommen Sie mit mir. Ich brauche Sie auf dem Sanitätsboot. Okay, vorsichtig. Nicht zu nah an die Reling. Sehen Sie das, Doc? Klar und deutlich. Wie Dutzende graue Zitronenscheiben. Ja, nur ziemlich spritzig im Abgang. Ja. Verdammte Treibminen. Ja, und die Funkantenne da hinten? Wo? Ah, da. Von irgendeinem Panzer? Offenbar abgesoffen. Auf unserem kleinen Sanitätsboot steuern wir vor Richtung Omaha Beach. Immer tiefer hinein in die Dämmerung. Wasser wie Teer, voll mit Trümmern. Oh, fuck. Ehrlich gesagt habe ich keinen Schimmer, wie wir hier lebend wieder rauskommen sollen. Der Krankenträger, der unser Boot steuert, heißt Wilson. Vor dem Krieg hat er in Liverpool ein kleines Reisebüro geleitet. Besuchen Sie die Normandie, haben Sie gesagt. Oder? Soll doch schön sein im Sommer. Kreidefelsen, ein gottverdammter Strand. Was will man mehr? Zum Verrücktwerden schön. Doch der wahre Kopf unserer 8-Personen-Sanitätsmannschaft ist die Ärztin. Nichts entgeht ihrem wachsamen Blick. Sie sind keine Krankenschwester. Bitte? Ich sagte, Sie sind keine Schwester. Warum haben Sie mich denn dann mitgenommen? Ja nun, was ist schon ein kleiner Nachruf auf so eine Rettungsaktion, wenn man eine ganze Reportage haben kann? Gute Arbeit, Mr. Wilson. Sie haben ihn gefunden, den gottverdammten Strand. Yep. Okay. Also, Schwester, gehen Sie uns zur Hand. Los. Ich klammere mich an die Trage wie an einen Rettungsring. Wasser bis zur Taille. Um uns graue Säcke, aufgebläht, geschwollen. Sie tanzen vor und zurück im Pendelschlag der Brandung. Aber es sind keine Säcke, sondern Körper. Die Leichen hunderter Infanteristen, die zu früh ins Wasser sind. Weiter. Okay.
Ja, das sieht gut aus. Okay, da wählen wir das. Ja, ich glaube, das ist der Verwundetenplatz. Ruhig, Wilson. Jetzt atmen wir alle erstmal tief durch. Also, alles wie besprochen. Ein Transporter pro Bergungsteam. Nur im geräumten Gebiet nach Verwundeten suchen, ne? Wilson? Doc? Sie schnappen sich unsere blinde Passagierin. Aha. Übernehmen Sie den mittleren Abschnitt in diesem Strandsektor und dann... Doc? Doc? Scheiße. Runter! Schnell, die Kippe aus! Die gottverdammte Kippe! Doc! Hey, Doc! Scheiße. Das sind Heckenschützen. Die haben das Glimm gesehen. Kommen Sie. Unten bleiben. Los. Unten bleiben. Weiter. Hier bleiben. Unten. Wilson? Sind Sie okay? Riechen Sie das auch? Was? Ja, das weht von den Hügeln runter. Der Geruch von Sommergras. Ja, soll doch schön sein, die Normandie. In 100 Jahren vielleicht wieder? In einer anderen Zeit? Wenn die Leute dann irgendwann mal vergessen haben, wie viel Blut dieser Strand gefressen hat. Bah. Soll ich Sie zurückbringen? Zum Boot? Nein. Uns bleiben 2 Stunden, bis es uns die Gezeiten unmöglich machen, die Verwundeten abzutransportieren. Die Mission klingt auf dem Papier so einfach. Suchen, bergen und ans Ufer schaffen. Aber wie viele wohl da draußen liegen? Ein grausiges Spiel gegen die Kälte, die nächtlichen Luftangriffe, gegen die Zeit. Okay. Ja, das war's, glaube ich. Das war der letzte Verwundete. Was ist mit der LKW-Fuhre da hinten? Die Flut geht bald zurück. Wenn wir hier aufsitzen, ist auch keinem geholfen. Ein paar Minuten haben wir noch. Ja, aber... Unser Sanitätsboot ist inzwischen zum Bersten voll. Hunderte Körper auftragen, Pfützen aus Blut. Bleich schauen sie aus. Hilflos. Dazu verdammt, hier in diesem stählernen Walfisch zu warten. Auf den Tod oder dass wir endlich ablegen. Oh nein. Bitte, einen Schluck Wasser. Fräulein, Sie sprechen Deutsch? Passen Sie doch auf, Fräulein! Sie auch? Sie haben nicht etwa ein Messer? Ich will's kurz machen. Bitte! Ich will in kein verdammtes Tommy-Gefängnis! Wilson! Ja? Wilson, wir haben ein Problem. Ach, echt nur eins, ja? Die Verwundeten, die sprechen alle Deutsch. Was? Heilige Maria, Mutter Gottes! Scheiße, was war das? Das war unsere Flak. Die gibt Feuer. Das heißt... dass die deutschen Bomber kommen. Was für eine Ironie, oder? Ein alliiertes Sanitätsboot. Voll mit Crowds. Sollen die uns doch treffen? Die haben's nicht anders verdient. Ja, sehr gut. Scheiß doch auf die Genfer Konvention. Weil das eure eigenen Männer ins Jenseits zum Verrücktwerden ist das, oder? Ich muss raus, wir. Ja, genau. Na los! Lasst sie regnen, eure Bomben! Halt suchen. Nur wo? Alles brüllt im Kopf, wie die Wände zittern, kreischen, gleich brechen und dann... Körper wie zuckende, zappelnde Fische, die Welt ein einziges Gezittere. Fratzen, taub vor Geschrei, nur dieses Brüllen, das Brüllen der Stahlwände. Sie zerquetschen uns, wie eine Blechdose zerquetschen sie uns. Leiter, die Leiter rauf zur Brücke, Luft! Der ganze Himmel brennt, zerstückelt von Geschossen. Die gesamte Flak hinter uns speit aus allen Rohren. So grell, viel zu grell, wir sitzen auf dem Präsentierteller.
Zum ersten Mal erkenne ich den gesamten Küstenstreifen. Eine gigantische Müllhalde. Panzer, Jeeps, Munitionskisten. Und im Hintergrund die Ruinen eines Dorfes, von dem nur noch verkohlte Außenmauern stehen. Alles flammt auf, zuckelt, versinkt dann wieder, als würden sich hunderte Schatten zwischen den Trümmern verkriechen, Schutz suchen vor den brennenden Kometen, die über den Himmel jagen. 2 davon. 2 halten nun Kurs auf uns. 2 Bomber, die uns in Stücke reißen wollen. Ich muss runter, aber sie sind viel zu schnell. Ein Blitz. Und dann noch einer. 2 Feuersäulen. 2 Einschläge. Die deutschen Bomber. Abgestürzt. Nur wenige Meter neben uns. In den Sand gekracht. Besuchen Sie die Normandieküste, haben Sie gesagt. Soll schön sein im Sommer, haben Sie gesagt. Scheiße. Mir reicht's. Ablegen und dann nichts wie weg. Sehr geehrter Colonel Lawrence, wie Ihnen bekannt sein dürfte, werden derzeit sämtliche Korrespondentinnen vom Kriegsgeschehen ausgeschlossen. Und dies aus keinem mir anderen bekannten Grund, als dass wir Frauen sind. 19 Journalistinnen besitzen derzeit eine Presseakkreditierung. Mindestens 2, mich eingeschlossen, arbeiten seit nunmehr 7 Jahren als Kriegsreporterinnen. Und nun macht es uns dieser abstruse Missstand unmöglich, unsere 3 Millionen Leserinnen und Leser in der Heimat mit umfassenden Nachrichten zu beliefern. Es ist überaus entwürdigend, um die Ausübung eines ehrbaren Berufes betteln zu müssen. Hochachtungsvoll, Martha Gellhorn. Und damit, fuck you, Colonel. Aperitif, die Dame? Das gleiche wieder her. Mhm. Grouse Whisky, kommt sofort. Mookie? Was machst du hier? Gute Quellen meinten, dass ich dich hier antreffe, aber offen gestanden hätte ich dich kaum wiedererkannt. Gepflegter als an unserer Hochzeit, will ich meinen. Mookie, bitte. War's spaßig mit deinem Fernglas vor der Omaha Beach? Spar dir den Zynismus. Ich hab's gelesen. Du warst weiter vorn als alle anderen. Die einzige Frau an der Normandieküste. Chapeau. Ja, und wir haben's beide in dieselbe Colliers-Ausgabe geschafft. Aber nur du auf die Titelseite. Mookie, nimm's sportlich. Großes Bild von dir, reißerisch betitelt. Der Weg zum Sieg. Und Überraschung, du bist mal wieder selbst die Hauptfigur. Der heroische Seemann Ernest Hemingway. Lass uns endlich das alberne Kriegsbeil begraben. Du hast erreicht, was du wolltest. Wieder mal. Was willst du hier? Mhm. Bitte sehr, die Dame. Danke.
Ich dachte, es ziemt sich als deine Ehefrau, wenn ich mich verabschiede. Was hast du jetzt wieder vor? Sie haben mich unter Arrest gestellt, wegen meiner D-Day-Aktion. Ich soll über ein Trainingscamp berichten für junge Krankenschwestern. Meine Pressepapiere bekomme ich erst wieder, wenn diese jungen Mädchen ausgebildet sind, was Wochen dauern wird. Aber wenn du willst, ich habe einen guten Draht zu Colonel Lawrence. Ich könnte ihn... Ernest, lass mich ausreden. Es tut mir leid, Mookie. Wirklich. Dein D-Day-Report übertrifft meinen um Längen. Du hast gekämpft, warst besser und hast trotzdem verloren. Und jetzt lass uns aufhören damit und... Sir, verzeihen Sie, Sir, aber... Nicht jetzt. Mookie, ich möchte, dass es wieder so wird wie früher. Wir beide. Erste Reihe bei der Befreiung von Paris. Ein paar Crowds abknallen und später besaufen wir uns im Hotel. Huh? Wie klingt das für dich? Sir, Ihre Verabredung wartet vorne am Eingang. Welche Verabredung? Mrs. Welch. Ah. So, Mary Welch also. Naja, sie scheint sich hier unsicher zu fühlen, ob sie denn nun... Nein. Sie soll herkommen, wenn sich mein Mann so für sie in Schale wirft. Kommen Sie her, Mary. Nicht doch. Sie soll warten. Sehr wohl, Sir. Und richten Sie ihr aus, dass sich der Termin mit Martha leider in die Länge zieht. Wie Sie meinen. Ja. Und wieder hast du's getan. Was? Du trinkst doch selbst wie ein Pferd. Geflunkert hast du. Nur weil es dir besser in den Kram passt. Nenne es Schriftstellertum. Ich nenne es Lüge. Was tut das denn jetzt zur Sache? Ernest, ich will deiner zukünftigen nicht länger im Wege stehen. Wie redest du denn, Mookie? Wir sind verheiratet. Ich werde die Scheidung einreichen. Du wirst was? Mach keine Szene. Das ist keine deiner Romane. Wie kaltherzig du das sagen kannst. Keine Sorge. Davor gab es zahlreiche schlaflose Nächte. Und was ist mit Kuba? Ich weiß es nicht. Alles, was wir uns aufgebaut haben. Ich weiß es nicht. Und dein Job? Ohne den Namen Hemingway druckt dich keiner. Du glaubst nicht ernsthaft, dass dein Name... Du wirst sehen, wie schnell dein kleiner, erbärmlicher Ruf wie ein Kartenhäuschen zusammenfällt. Sir, dürfte ich Sie... Lauter! Also wirklich. Nun, Mookie, wie gedenkt die brillante Schriftstellerin aus St. Louis, Missouri, 35 Jahre alt, noch nichts von Welterfolg zu Papier gebracht, mit ihrer armseligen, nur das Gegebene beschreibenden Fantasie, diese Szene aufzulösen? Du hast mich nicht ausreden lassen. Ja, es stimmt, dass ich unter Arrest stehe. Aber ich bin bereits ausgebrochen. Glaubst du, mich hindert ein kleiner Maschendrahtzaun und dass die meine Papiere haben? Und nein, ich gedenke nicht, ohne Presseausweis nach Frankreich zu gehen. Die maskuline US-Propagandascheiße hier kann mir gestohlen bleiben. Ohne Pass. Ohne Mann. Ohne Zuhause. Bist du verloren? Leb wohl, Ernest. Hä? Es braucht wirklich ein ungeheures Genie, um einen so abscheulichen Charakter zu kompensieren. Ach, Ma'am, würden Sie eine Nachricht an Mrs. Welch ausrichten? Sicher, Miss Gellhorn. Sagen Sie ihr, der Tischplatz neben meinem Mann ist soeben frei geworden. You said farewell, went on your way. We'll meet again somewhere on a bright summer day.
Ein Sommer zum Jungfühlen. Und das Leben rauscht herrlich umeinander. Ich bin nach Italien geflogen, hangle mich weiter von Schauplatz zu Schauplatz. Ohne Pressepapiere komme ich daher wie ein fahrender Witz. Doch die Jungs der 8. Armee nehmen's mit Humor. Wir brettern die staubige Adriaküste hinauf, vorbei an Staubdörfern, Feldern, auf denen tote Staubkühe sprießen. Balagan. Balagan. Ja, nein. Balagan. Balagan. Ja, ziemlich gut. Ja, so nennen wir das bei uns in der Heimat. Ein einziges Chaos. Das Staubgesicht neben mir heißt Jona. Er ist 23, jüdisch. Mit Augen so türkisblau wie die Adria. Er gehört der polnischen Brigade an. Sie nennen sich... Die Carpathian Lancers. Weil wir über die Karpaten sind, als die Deutschen Polen überfallen haben. Unsere Kavallerie, die hat sich in Syrien gebildet. In Ägypten sind wir dann von Pferden auf Panzer umgestiegen. Ja, und jetzt kämpfen wir uns den Stiefel hinauf. Ein ziemlich langer Weg, bis irgendwann zurück nach Hause. 5 Jahre sind die meisten hier schon unterwegs, wissen nichts über ihre Angehörigen. Und am Lagerfeuer füllen sie ihre Gesänge mit Erinnerungen. The roses you gave me long withered away, but I am still waiting for that right summer day. Es ist schrecklich, im Spätsommer zu sterben. Wenn du jung bist, jahrelang gekämpft hast, weißt, dass der Krieg bald vorüber ist. Darum krallst du dich an allem fest, was gut ist, bunt und schön. Okay. Bereit, Marty? Du willst Händchen halten? Ja, ich dachte nur, wenn wir schon draufgehen, dann doch bitte zu zweit, oder? Du meinst doch nicht... Hey, komm schon. Das Leben ist doch eigentlich viel zu kurz, um sich ständig Sorgen zu machen, oder? Na los! Die Deutschen haben Italien in ein gigantisches Minenfeld verwandelt. Wie 2 Tänzer hüpfen wir auf Zehenspitzen über den Strand bis vor ans Ufer. Komm mit! Okay. Und rein da! Heiße ist das kalt. Was grinst du so, du Schelm? Ja, ehrlich gesagt, ist ein bisschen länger her. Jona, ich bin 12 Jahre älter als du und immer noch verheiratet, wohlbemerkt. Na und? Ja, ich bin ja auch verheiratet. Aber es reicht doch, dass ich jeden Tag an sie denke und sie liebe und sie vermisse, aber Marty, heute ist doch einfach nur heute. Das führt doch zu nichts. Ja, gut. Was? Ja, gut. Naja, dann führt das eben zu nichts, oder? Na und? Du bist viel zu hübsch und zu blond, weißt du das? Hey! Ein Sommer zum Jungfühlen. Und das Leben rauscht herrlich umeinander, unbeschwert, naiv. Wie 2 Menschen eben, die Sex haben auf einem harten Kiesstrand, zwischen lauter Minen, während Granaten über den Himmel pfeifen. Alle sehen sich nach dem Ende des Krieges. Alle bis auf mich. Mai 45, Deutschland. Es ist niemand mehr übrig. Sie sind tot. Alle. Dieser Mann, Mrs. Gellhorn, kam mit dem letzten Güterzug aus Buchenwald hierher nach Dachau. Es sind fast alle darin verhungert. Ab und zu haben die Bewacher in die Waggons geschossen, damit der Lärm aufhört. Ich danke Ihnen. Sie können jetzt gehen. Gehen?
Wohin, Herr Doktor? Von dem Überlebenden ist kaum mehr übrig als ein Skelett. Wie die meisten im Lager hat er kein Gesicht mehr, ist völlig ausdruckslos, alterslos, nur noch Knochen, die durch die Haut schneiden. Ich bin dahin gekommen, wo es am dunkelsten ist, nach Dachau, das von der 7. Armee vor wenigen Tagen befreit wurde. Eine Todesfabrik, in der du als Mensch am Morgen angeliefert werden konntest, und abends ist deine Kleidung bereits frisch verpackt und deine Asche verstreut. Ein anderer Überlebender, ein polnisch-jüdischer Arzt, hat sich bereit erklärt, mich durchs Lager zu führen. Er hat nur noch 4 Zähne. Die anderen sind ihm von einem Wärter ausgeschlagen worden. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, an diesem Ort 5 Jahre durchzuhalten. Sein Geist scheint ungebrochen. Schluck Wasser, Mrs. Gellhorn? Nein, ja. Sie sind sicher, dass Sie das Nachfolgende hören möchten. Die volle Wahrheit ist nicht immer... Bitte fahren Sie fort. Hier in Dachau haben die Nazis viele Experimente durchgeführt. Die Wehrmacht wollte angeblich herausfinden, wie lange es ein Flieger in großer Höhe aushält. In einem geschlossenen Wagen haben sie also den Sauerstoff abgepumpt. Im Regelfall hat es nie länger als 15 Minuten gedauert. 800 Gefangene wurden auf diese Weise hingerichtet. Man fand heraus, dass über 11.000 Meter Höhe kein Mensch ohne Sauerstoffmaske überlebensfähig ist. Verstehe. Bei einem anderen Experiment wollte die Wehrmacht angeblich herausfinden, wie lange ein Pilot im Eismeer durchhält. Die Gefangenen mussten in großen Fässern stehen, bei denen das Wasser bis zum Hals reicht. Es hat 600 Gefangene das Leben gekostet. Man fand heraus, dass bei minus 8 Grad Wassertemperatur der Mensch 2,5 Stunden überlebensfähig ist. Vielleicht wollen wir besser an die frische Luft gehen und... Nein. Bitte fahren Sie fort. Sagen Sie, dieses Geräusch, als wir vorhin den Zellenblock passiert haben, das war ein Schrei, nicht wahr? Von einer Frau, ja. Es heißt, sie habe den Verstand verloren. Die Zellen sind mittlerweile leer und gesäubert. Darin haben sie die Nacht- und Nebelgefangenen untergebracht. Keine Sonne, keine Frischluft. Nur Wassersuppe und eine Brotscheibe am Tag. Niemand weiß, was darin passiert ist. Die SS hat alle 8.000 Gefangenen kurz vor der Befreiung exekutiert. Kommen Sie. Frischluft wird Ihnen gut tun. Es sind so viele, so unfassbar viele. Ja? Bitte, fahren Sie fort. Ich denke besser nicht. Nein, bitte. Ich will das nicht ignorieren, ich habe kein Recht dazu. Ich weiß, wir müssen darüber sprechen, auch wenn es schwer fällt. Nur bitte, geben Sie auch auf sich Acht. Herr Doktor, Mrs. Gellhorn, komme ich ungelegen? Nein, nein, nein. Was gibt es denn, Major? Es kam eben die Meldung rein. Der Krieg ist aus. Deutschland hat kapituliert. Oh. Bravo. Das sind gute Neuigkeiten. Ja. 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 Marty? Hey Marty, du bist das ja wirklich! Jonas? Ja, komm, spring rein, du bist ja ganz nass. Ich habe das Taxi eh schon bezahlt. So, warte, ich habe deinen Koffer. So, jetzt aber rein mit dir, rein, komm. Besser, oder? Ja, danke. Unglaublich. Wie schön, dich wiederzusehen. Wo darf ich dich hinbringen? Flughafen. Nur einen Katzensprung. Okay, na dann mal los. Und? Du hast also genug vom schönen Deutschland? Ich ertrag's nicht mehr. Alles hier ist vergiftet. Und deine Reise? Ja, wo geht die hin? Ach, ich räume hier noch ein paar Minen weg und dann ab zurück in die Heimat. Zu meiner Familie. Sag mal, ist alles in Ordnung, Marty? Ehrlich gesagt, wirkst du verändert. Ich glaube, ich brauche eine Pause. Aha. Ich will nur noch schlafen. Schlafen und nicht mehr aufwachen. Ja. Wem sagst du das?
Aber zum Glück ist in diesem Land ja niemand je ein Nazi gewesen. Nachts, ja, da platzieren die Deutschen fleißig ihre Fallen oder verminen unsere Fahrzeuge, aber tagsüber, da beteuern sie im Chor, wie sehr sie alle Hitler gehasst haben. Und dass alle Juden und Kommunisten versteckt haben. Ja, am Tag, da sind wir die Antwort auf deutsche Gebete. 6 Jahre Krieg, Millionen Tote. Ja, und die Lügen leben weiter. Ist es die Abflughalle? Ja. Oh, das ging echt ziemlich schnell. Dabei gäbe es doch eigentlich noch so viel, oder? Ein andermal, Jona. Aber es war wirklich schön, dich noch einmal zu sehen. Ja. Guten Flug, Marty. Marty? Ja? Marty, ich habe nicht die ganze Wahrheit gesagt. Was? Ich war in Treblinka. Oh. Hab nur noch ihre Akten gefunden, das war's. Es gibt keinen mehr, der irgendwo auf mich wartet. Die haben meine ganze Familie getötet. Ich weiß nicht wohin. Nur, dass ich eben nicht zulassen möchte, dass die mir auch noch meine Zukunft rauben, weißt du? Hey, ja, es klingt vielleicht total verrückt, aber vielleicht war das ja kein Zufall. Also unser Treffen gerade, weil dieses Gefühl von zu Hause, das hatte ich die letzten Jahre eigentlich nur ein einziges Mal und das war mit dir. Und falls du das irgendwie wenigstens ein bisschen auch so empfindest, dann, weißt du, Marty, wir könnten den Weg auch gemeinsam gehen. Ach, Jona. Du bist viel zu blond und zu hübsch. Ich hab dich lieb. Sehr sogar. Leb wohl. Leb wohl, Marty. Schlafen. Schlafen und nie mehr aufwachen. Wie sie tanzen am Meeresgrund. Zwischen gesunkenen Panzern, all dem Kriegsschrott. Wie Algen tanzen sie mit zerfetzten Gesichtern. Zwischen Bergen aus Haaren, Zähnen, Gerippe. Nie mehr aufwachen. Nie mehr wieder. Martutschka! Baruch Hashem! Gut so! Raus damit! Los, raus! Kepper? Ich bin so müde. Nein, nichts da. Schön hier geblieben. Hier. Trink was. Bitte schlafen. Nein. So leicht kommst du mir nicht davon. Wir gehen jetzt ein Stück durch deine Wohnung. Los, hoch mit dir. Hoch jetzt, Martutschka. Hey. Was ist passiert? Schlaftabletten. Du hast dich weggeschossen. Erst dachte ich, du fuck. Wenn ich nicht vorbeigekommen wäre, dann... Körper, bitte, ich kann nicht. Natürlich kannst du. Ein Fuß vor den anderen, okay? Hey. Komm, los jetzt. Links, rechts. Ja, links, rechts. Genau wie die Soldaten. Rechts, links, gut, rechts. Und gleich einen Schluck Kaffee. Rechts, links, rechts. Und heute, ausgerechnet heute kommst du mich besuchen. Was ein scheiß Zufall. Ja. Du weißt doch, ich und meine Entscheidung. Sag mal, du hattest nicht wirklich vor, dich... Wenn, dann hätte ich's wohl wie die Nazis machen sollen. Mit Zyankali. Die wissen wenigstens, was schnell ist. Effizient. Hör auf, sowas zu sagen. Ich bin jedenfalls froh, dass du noch hier bist. Und zu meinem Besuch... Also, ich wollte dich fragen, ob du mit möchtest. Nach Indochina.
Ich habe abgeschlossen mit dem Krieg. Ja, gut, aber vielleicht tut's auch einfach mal gut, hier wieder rauszukommen, oder? Du hattest recht mit der Hoffnung. Irgendwann erstickst du daran. Weißt du, Schreiben ist wie Auskotzen. Du siehst was Schreckliches und kotzt es einfach raus. Danach geht's dir besser. So ist das immer gewesen. Aber Dachau, ich habe geschrieben, alles aufgeschrieben, aber ich krieg's einfach nicht raus. Pechschwarz. Bleibt für immer pechschwarz, ha? Warum bist du wirklich hier? Oh, du durchschaust aber auch alles. Ich wollte nicht allein sein. Nicht heute. Was ist heute? Der 1. August, der Geburtstag von meiner Verlobten. Du bist verlobt? Mit wem? Das war vor Madrid. Ich spreche nicht so viel darüber. Also gar nicht. Sie hieß Gerda. Wir haben uns in Paris kennengelernt, 1934. Sie kam aus Deutschland, Jüdin. Wie ich auf der Flucht vor den Nazis. Sie war meine Verlobte und Assistentin. Hieß damals noch Gerda Poheril. Und ich? Endre Friedmann. Gerda hatte diese verrückte Idee, einen amerikanischen Meisterfotografen erfinden, unter dessen Namen wir unsere Fotos auf den US-Markt bringen können. Es hat geklappt, wie schon gesagt. Und wie? Wir sind dann zusammen nach Spanien. Und immer häufiger schaffte es Robert Capa auf die Titelseiten. Das hat Gerda eifersüchtig gemacht, weil alle in ihr nur die kleine Blondine sahen. Weil sie mich ansprachen, obwohl es doch größtenteils ihre Fotos waren. Also erfand sie ein eigenes Pseudonym, den Namen Gerda Taro. Sie übertraf mich inzwischen in jeder Hinsicht. Ihr gutes Auge, ihre Technik, ihr Mut. Es hat sie erwischt, nicht wahr? Die Schlacht von Brunette. Wir hatten uns aufgeteilt und ich hörte nur, dass eine Frau angefahren wurde. Eine kleine Blondine vorne an der Front. Ich fand sie im Grab. Noch am Leben. Brustkorb zertrümmert. Sie hatte von einem Wagen aus fotografiert, bis ein Panzer in sie reingedonnert ist. Dann die Fahrt Richtung Krankenhaus. Bei all den Schlaglöchern, da hat sie den Verstand verloren. Endre, rief sie immer wieder. Endre, ich bin doch hier, Gerda, bei dir. Aber sie hat mich nicht mehr erkannt. 5 Tage später, da wäre sie 27 geworden. Du hast es noch nie erzählt, stimmt's? Niemandem. Weißt du, ich kenne das. Dieses Gefühl, in einer Wüste zu leben. Im Grunde gibt es nur 3 Möglichkeiten. Du wirst verrückt, bringst dich um oder fängst an, Blumen zu pflanzen. Für all die Gräber um dich herum. Ein paar Blüten ändern zwar nichts an der Wüste, aber es macht vieles erträglicher. Und darum, Robert Capa. Es ist ihr Vermächtnis. Sie hat sich einen mutigen Capa ausgedacht. Und darum arbeite ich weiter. An dieser gewaltigen Fotokollage über das Grauen unserer Zeit. Weil ich der Robert Capa sein möchte, den sich Gerda gewünscht hat. Weil ich den Menschen die Welt zeigen will, die meine Frau auf dem Gewissen hat.
Ostvietnam beizustehen. Gegen die Unterdrückung durch die kommunistischen Aggressoren. Aus diesem Grund werden wir vermehrt Luftangriffe auf Vietcong-Stützpunkte durchführen, um so die feindlichen Guerillakämpfer systematisch auszuschalten. Und wieder ist es so wie damals. Nur nicht Spanien, nur Jahrzehnte später. Nur statt Nazi-Parolen die Propaganda unserer eigenen Regierung. Als ob Bomben je unterscheiden würden zwischen Gut und Böse. Die Sache ist, ich bin älter geworden und habe ein Gedächtnis. Unsere Regierungen offenbar nicht. Gar nichts haben wir gelernt aus dem vergangenen großen Krieg. Einmal durch die Hölle und dann, here we go again and again and again. Wie verschmitzt er auf diesem Foto lächelt. Ob das alles ist, was am Ende von uns übrig bleibt? Ein Nachruf? Ein Gesicht, das von der Zeit längst verschluckt wurde? Die Armee betrauert den Verlust von Robert Capa. Als Fotograf hat er unsere Truppen im Südsektordelta des Roten Flusses begleitet und wurde am 25. Mai 1954 Opfer einer Landmine der Viet Minh. Er starb im Alter von 40 Jahren nahe der Stadt Tay Bin. Ich höre noch immer den Schrei, meinen eigenen. Und die Welt, die stumm bleibt, leer. Es gibt nur dieses eine noch, woran ich mich festklammere. Ich muss sichtbar machen, was ansonsten im Dunkeln bleibt. Der Journalismus mag zwar kein Leuchtfeuer sein, mehr ein Glühwürmchen, aber er ist immer noch besser als ein Leben in absoluter Finsternis. Meine Freunde werden es nicht verstehen, doch ich kann nicht anders. Wenn sie diesen Brief hier lesen, werde ich vermutlich bereits im Flieger sitzen. Ein weiteres Mal, wie so viele Male davor, auf dem Weg in den Krieg. Indonesien, Sumatra, Minenbomben, Angstgefahr, Niederlande, Leichenberge, Kombattanten, Witwensärge. Nürnberg, Göring, Rosenberg, Nazi-Fratzen, Folterwerk, Zeugenakten, Ungeheuer, Massengräber, Asche, Feuer. So viel Schrecken, so viel Worte, Reportagen, ferne Orte, weiterschreiben für die Menschen, weiterbrennen, weiterkämpfen. Napalm, Kinder, Tod, Saigon, Agent Orange, Vietcong, Helikopter, Paranoia, Dschungel, Krücken, Minen, Feuer. Israel, 6-Tage-Krieg, Propaganda, Lügen, Sieg, Wehren, Fliehen, Hartangreifen, Nahostkonflikt, Gazastreifen. So viel Schrecken, so viel Worte, Reportagen, ferne Orte, weiterschreiben für die Menschen, weiterbrennen, weiterkämpfen. Eichmann in Jerusalem, kalten Genozid verstehen, Kriegsverbrecher, Judenfrage, Schreibtischmord, Gesetzeswaage. So viel Schrecken, so viel Worte, Reportagen, ferne Orte, weiterschreiben für die Menschen, weiterbrennen, weiter... Ma'am, Sie können hier nicht einfach Und so... ob? Ist das ein Büro? Oh. Marty? Jona, du hier? Herr Chefredakteur, entschuldigen Sie, aber das Fräulein ließ sich nicht bremsen. Ist gut, Josef. Geh ruhig, wir kennen uns. Ich fass es nicht. Du bist hier in Jerusalem, leitest diese Zeitung. Ja. Ja, stimmt, das sieht wohl so aus. Ups, wie konnte das denn passieren? Begleitest du mich? Und ob? Ich hab noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Aha. Weil es deinen Eichmann-Text nicht auf die Titelseite schafft? Erst ist die ganze Weltpresse in Israel, dann saust ein Mann in einer Blechbüchse um die Erde und keinen interessiert's mehr. Das ist doch... Balagan. Ich weiß ja, ein einziges Chaos. Juri Gagarin kann nicht wichtiger sein als die Shoah. Du weißt selbst, dass es bei Gagarin nicht um Raumfahrt geht, sondern ums Wettrüsten. Adolf Eichmann hat die Morde an 6 Millionen Menschen organisiert. Wir müssen aus diesem Gerichtsprozess lernen. Ja, ich weiß Wir doch, müssen verstehen, wie es zu diesen Verbrechen je kommen konnte. Ich weiß. Damit sie sich nie wieder wiederholen. Ich weiß. Hey. Ich war auch da. Ich habe alles gesehen und ich habe alles verloren, okay?
Ich weiß. Tut mir leid. Ja, was soll ich jetzt deiner Meinung nach machen? Weil die Leitlinien von unserem Herausgeber, die sind eigentlich ziemlich eindeutig. Und die Zahlen belegen das übrigens auch. Unsere Leserinnen und Leser interessieren sich nun mal mehr für die aktuellen Kriege und nicht für die Aufarbeitung der alten. So, und jetzt komm. Wo ist er nur hin? Der blonde, hübsche, wehmütige Soldat. Du hast dich verändert. Ja, und du dich überhaupt nicht. Taxi? Warte doch. Mein Hotel ist gleich um die Ecke. Tut mir leid, ich bin schon verabredet. Weißt du, ich habe viel darüber nachgedacht. Also über das, was du in Deutschland gesagt hast. Wie lange ist das her? 16 Jahre. Genau. Du hast gesagt, dass du dir ein Leben mit mir vorstellen könntest. Marti? Weißt du, manchmal merke ich doch, dass ich älter werde. Mir ist das nie gelungen. Das Wurzelfassen, meine ich. Ich glaube, ich habe dich vermisst, Jona. Und vor lauter Rennen ist es mir gar nicht aufgefallen. Es war schön, dich zu treffen, Marti, wirklich. Aber meine Frau wartet. Es passiert viel in 16 Jahren. Ja, das kannst du laut sagen. Wir haben ein gemeinsames Kind, der heißt Simon. Wie schön. Das freut mich, wirklich. Hey. Pass gut auf dich auf, Marti, ja? Ja, du bist viel zu blond und zu hübsch, Jona, weißt du das? Und ich hab dich lieb. Sehr sogar. Leb wohl. Leb wohl, Jona. Audio funktioniert. Ja, Video auch. Fehlt nur noch der Kollege. Ich hab übrigens Ihre Bücher gelesen. Sie sind quasi schuld daran, dass ich heute bei der BBC arbeite. Oh, das tut mir leid. Nein. Das war immer mein Wunsch. Korrespondentin. Naja, immerhin bin ich jetzt beim Radio. Wie furchtbar. Sie müssen da raus, meine Liebe. Hinaus in die Welt. Ja, das ist schwierig bei meiner verdammten Flugangst. Oh. Nein, keine 10 Pferde bringen mich hier raus aus London. Endlich. Das muss er sein. Der Kameramann? Der TV-Kollege, der Sie gleich interviewt. Ich schneide das hier nur mit fürs Radio. Ja. Entschuldige, Eva. Edna. Wie auch immer. Rush Hour in London. Nicht mal Zeit, was Vernünftiges zu futtern. Edna heißen Sie? Ja. Ein schöner Vorname. Danke. Ihre Mutter, die hieß auch so, stimmt's? Ihre Hausaufgaben haben Sie gemacht. Wirklich rührend. Sind wir startklar? Ja, sobald du fertig gekaut hast. So, Kamera läuft, Audio auch. Formidabel. Also, Mrs. Gellhorn, Sie waren die dritte Ehefrau des vielleicht bedeutendsten Schriftstellers dieses Jahrhunderts. Wie war das so? Ein Fehler. Interessant, ja, sehr interessant. Als Ernest Hemingway sich dann hier steht's, am 2. Juli 61 das Leben nahm. Was genau ist da in Ihnen vorgegangen? Nichts. Nada. Interessant, ja, sehr interessant. Und das hat Sie nicht irgendwie überrascht? Nun, er hat oft erzählt, wie er es machen würde. Den Lauf seines Gewehrs im Mund, den großen Zeh am Abzug. Aber was weiß ich, es geht mich nichts mehr an.
Sie waren ja auch mit diesem Kappa befreundet. Ja. Bekannt durch dieses Foto aus dem spanischen Bürgerkrieg. Der gefallene Soldat, richtig? Der fallende Soldat. Neueste Forschungen legen den Verdacht nahe, dass es sich um ein gestelltes Bild handelt. Können Sie zur unauthentischen Darstellung vielleicht... Lassen wir die Toten einfach aus dem Spiel. Rufus, bitte. Man wird doch wohl noch fragen dürfen, Emma. Edna. Sowas interessiert die Leute sehr sogar. Eine Freundschaft zu dem großen Robert Capa. Eine Liebschaft mit Ernest Hemingway in Madrid. Genug. Ich möchte, dass Sie und Ihr Sandwich jetzt mein Haus verlassen. Meine jüngsten Reportagen zum Krieg im Nahen Osten, in Vietnam, Nicaragua. Faktisch alles, was ich tue, ist interessanter, als dass ich mich damals vor fast 50 Jahren zur Ehe mit diesem Scheusal entschlossen habe. Als ob das die wichtigste Entscheidung meines Lebens gewesen wäre. Himmel, ich bin fast 80 und habe es erfolgreich geschafft, 75 Jahre meines Lebens nicht mit Ernest verheiratet zu sein. Ich bin doch keine Fußnote im Leben eines anderen. Ich falle. Ist das ein Traum? Oder nur eine Geschichte, die nie geschrieben wurde? Schön aufrecht, Soldat. Ich falle. Wäre ich damals nur mitgekommen. In den Dschungel. Nach Indochina. Und jetzt nicht bewegen. Ich falle. Manche Tote lassen sich nicht begraben. Sie leben weiter in uns. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt noch eine Totale vom Geländewagen. Dieses Bild. Klarer, als es meine trüben Augen heute zulassen würden. Kepper, der durchs hohe Gras läuft. Ein Schritt. Noch einer. Dann einer zu viel. Ein Blitz. Wie bei einem Foto. Und Kepper, der durch die Luft segelt, rudert, taumelt. Doch ihm bleibt nichts mehr zu greifen in diesem Leben. Ich sehe mich selbst ganz nahe neben ihm knien. Gerda! Himmel, er lebt! Ein Soldat hilft mir, ihn zu verladen. Wir fahren los. Preschen durch den Urwald. Bis zum Lazarett ist es nicht weit. Doch die Strecke ist erbarmungslos. Der Monsun hat alle Pfade in Matsch verwandelt. Gerda! Er erkennt mich nicht. Ich gebe ihm Morphin, alle Verbände längst durchgeblutet. Gerda! Dann dieser Schlammfluss. Die Räder unseres Jeeps drehen durch. Abgesoffen. Fuck. Sie holen Verstärkung. Ohne ein anderes Fahrzeug schaffen wir es hier nicht mehr raus. Doch irgendwie muss es ja weitergehen. Ich bleibe bei Kepper. Gerda, was ist passiert? Du bist auf eine Landmine getreten. Wurde auch Zeit. Hör auf, sowas zu sagen. Es ist nicht mehr weit. Wir werden dich retten. Hier, trink. Ach, Gerda, du wirst an deiner Hoffnung noch ersticken. Hey, nicht vergessen. Du bist immer noch der furchtlose Robert Kepper. Von uns beiden, da warst immer nur du die mutige, ich dagegen. Was denkst du, wie ich das sonst alles hätte überleben können? Blödsinn. Was ist mit Spanien? Meine Glücksmünze. Hier, sieh sie dir an. Schau ganz genau hin. Kopf und wieder Kopf. Es gibt keine Zufälle. Die Schlacht von Brunette. Du wolltest, dass ich mitkomme. Aber ich hatte Schiss, Gerda. So Schiss, wieder an die Front zu müssen.
Also habe ich die Münze geworfen. Bin nach Paris und hab dich allein in diese Hölle geschickt. Ich hab dich verloren, Gerda. Verspielt habe ich dich. In den Tod geschickt. Wäre ich nur da gewesen, der echte Robert Kepper, der wäre bei dir gewesen. Kepper, bitte. Endre, sieh mich an. Wie deine Münze. Der eine Kopf, das ist Gerda. Und der andere. Martutschka. Ja. Martutschka. Ich hab dich vermisst, weißt du. Ich brauch dich jetzt. Ich brauch dich in meinem Leben. Ich glaube nicht. Was? Weißt du, so viele haben den Kürzeren gezogen. Die Soldaten in der Normandie. Gerda, auch ich habe so oft den Kürzeren gezogen und bin weggelaufen. Aber heute akzeptiere ich mein Los. Nein. Das hier ist meine Geschichte. Ich schreibe dir einen Weg hier raus. Schreib, was du willst, Martutschka. Du kannst die Wahrheit ja doch nicht verändern. Die Vergangenheit. Wir sind alt geworden. Es wird Zeit. Auf dich, liebe Edna. Auf dein Radio-Feature. Und dass ich's überlebt habe. Ja, und wie war's, so deine eigene Biografie zu hören? Sagen wir, ich habe mich selbst kaum wiedererkannt. Oh. Dafür umso mehr von dir. Ich vermute ein gutes Zeichen. Leihst du mir deinen Arm? Ja. Was siehst du? Meinst du die Schneeglöckchen? Oder die umtriebige alte Reporterin neben mir? Falls du auf den Kosovo-Krieg anspielst, nach reichlicher Überlegung habe ich beschlossen, dass das jetzt andere übernehmen können. Ja. Nein. So eine blinde 89-Jährige taugt doch nur mäßig zur Berichterstattung. Sag, wann ist nochmal der Sendetermin von deinem Feature? Morgen. Morgen schon. Ja. Kannst du es nicht auf Sonntag verschieben? Aber wieso? Hast du Einwände? Nein, nur am Sonntag werden doch gewiss mehr Leute zuhören. Martha, ich weiß, dass es Krebs ist. Die Kur, die vielen Arzttermine, all die Freundesbesuche in letzter Zeit. Ja, fast so, als würdest du alles regeln wollen und dann... Aber das ist Unsinn, nicht wahr? Ein Jammer, dass eine so scharfsichtige Reporterin doch nie rauskam aus London. Aber das kannst du doch nicht machen. Bei all dem, was du erlebt hast. Und du bist für so viel ein Idol und du hast... Liebes, ich habe viel gesehen. Über 53 Länder, so viel Schönes und Grausames. Und geschrieben habe ich, so wie andere ans Ufer schwimmen. Ja, dann lass mich dir helfen. Du diktierst und ich schreibe und lese dir alles vor. Komm, zusammen schaffen wir doch deinen Roman. Es muss doch irgendwie weitergehen. Ja, das muss es. Aber ohne mich? Liebes, warte noch bis Sonntag mit der Ausstrahlung, ja? Schreibe mir ein schönes Schlusswort. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ah, doch. So. Und jetzt frag du mich, was ich sehe. Was siehst du? Ich sehe eine junge, tapfere Frau. Es endet mit dem letzten aller Kriege. Noch ungeschehen und doch viel zu real. Es könnte eine Nacht sein, wie jede andere. 1000 Abschüsse. Und alle zum Tode verurteilt. An jenem noch ungeschriebenen Tag, wenn die Zeitrechnung endet. 1000
1000 Raketen fliegen über die Welt. Und tausende Antworten mit einem atomaren Gegenschlag. In gewaltigen Fontänen spritzen sie aus dem Meer. Weiße Rauchsäulen, die aufsteigen. Bis in den erdnahen Weltraum. Und wieder befahren wir hirnverbrannt diese Straße. Mit voller Geschwindigkeit und auf dem Weg ins Nichts. Der Totalitarismus breitet seine Flügel aus über der Welt. Und ich? Ich habe dagegen angeschrieben, mein ganzes Leben lang, wollte denen eine Stimme geben, die im Getöse zermalmt werden. To put it on the record. Und unter den Raketen duckt sich das Leben. So viele Ethnien und Völker. Einzelschicksale. Kriegsgeprägte. Verdammte, durch die Gewalt von 1000 Raketen über der Welt. Die tausende Kilometer in Minuten zurücklegen. In ihrem Innern 6 nukleare Sprengköpfe. Mit der Gewalt von je 50 Kilotonnen TNT erreichen sie den Zenit ihrer Flugbahnen. Im Jahr 1986 hatten die Vereinigten Staaten Militärausgaben von rund 1 Milliarde US-Dollar pro Tag. Unfassbar viel Geld, das an anderen Stellen fehlt. Regierungen sind es, die das Feuer schüren, die alten Hassmärchen, Völker, die Propaganda schlucken, weil sie den Geschmack von Lügen gewohnt sind. Dabei gibt es nur eine Geschichte des Krieges. Und die erzählt von Leid, Hunger, Flucht und Tod. Und unter den Raketen erzittert das Leben. Witwen, Waisen, Vertriebene, Verlorene. Vereint durch den Wunsch nach einem Nie mehr wieder. Verspottet und verhöhnt von 1000 Raketen über der Welt. Ausgesandt, um ein Versprechen zu offenbaren. Von gegenseitiger Vernichtung, nuklearem Winter. Die Schwerkraft zwingt sie in den freien Fall. Unaufhaltsam hinab, zum Ende hin. Ich glaube nicht mehr an das Gute im Menschen. Nur, dass Menschlichkeit ein Zweck in sich ist. Den Großteil meines Lebens habe ich zu einer privilegierten Gruppe aus Cassandras gehört. Wir haben stets das Unheil verkündet und mussten mit ansehen, wie es pünktlich eingetroffen ist. Und trotzdem brauchen wir den Journalismus heute dringender denn je. Ist nicht das Erinnern die beste Waffe gegen den Krieg? Eine Nacht, wie jede andere. Es kann sich nur etwas ändern. Es muss sich etwas verändern. Und 6 Milliarden Menschen, die vergessen werden. Wenn nicht, sind wir hoffnungslos verloren. Und Augen, die in den Himmel starren. Und Panik, die sich ausbreitet. Und Menschen in letzten Umarmungen. Und Gesichter voller Tränen. Und eine Stille. Abmoderation des Radiofeatures Stimme des Krieges. Am Samstag, den 14. Februar 1998, wählte Martha Gellhorn im Alter von 89 Jahren den Freitod. Zu diesem Zeitpunkt war der Krebs in Eierstöcken und Leber bereits unaufhaltsam fortgeschritten und ein Ende absehbar. Die Ärzte bestätigten einen Suizid durch Cyanidvergiftung. Ihre Wohnung hatte Gellhorn in bester Ordnung hinterlassen. Der Müll stand vor der Tür, 75 Flaschen Grouse Whisky vermachte sie ihrem Freundeskreis. Ihrem letzten Willen folgend wurde ihre Asche in die Themse gestreut. Startpunkt für die, ihren Worten nach, nächste große Reise ins Unbekannte. Und mir hat sie ihre Reiseschreibmaschine hinterlassen. Und außerdem Flugtickets. Ach ja, jedes Mal aufs Neue aufregend, nicht wahr? Ich sage ja immer, dass ich ein Bodenmensch bin. Ja, ein Bodenmensch. Kaugummi? Danke, nein. Dabei ist es die sicherste Art zu reisen, wie Sie sagen. Mal ganz abgesehen davon, dass ich sehr schnell ein...
Jetzt gibt's Zunder. Aber man kann ja bekanntlich nur einmal sterben. Absurde Sache, nicht wahr? Eingequetscht in eine winzige Blechröhre. Und das alles nur für ein paar Tage Strandurlaub. Ihr erster Flug, wenn ich fragen darf. Ja, das wird. Nur nicht an den Abgrund denken, da kann einem ja nur schwummrig werden. Schon Vorfreude auf die Akropolis? Athen ist für mich nur Transit. Dann vermutlich Kreta. Zypern? Kosovo. Oh. Aber das heißt ja... Ganz genau. Ich ziehe in den Krieg.